Lektion 1: Grüße und Wünsche. Hallo Anna, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hey John, danke. Ich wünsche dir auch einen tollen Tag. Danke. Übrigens, hast du schon einmal versucht, Englisch durch Lieder zu lernen? Ja, habe ich. Das macht Spaß und hilft beim Wortschatz. Hast du englische Lieblingslieder? Definitiv. Ich höre gerne Popsongs. Sie haben eingängige Melodien und einfache Texte. Das ist wahr. Irgendwelche Empfehlungen? Wie wäre es mit Shape of You von Ed Sheeran? Es ist beliebt und leicht zu verfolgen. Hört sich toll an. Ich höre es mir mal an. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Lass es mich wissen, wenn du Hilfe bei irgendwelchen Liedtexten brauchst. Lektion 2: Pläne schmieden. Hallo Anna, willst du danach zum Mittag essen? Hallo John, das klingt nach einer großartigen Idee. Perfekt. Wie wäre es, das neue Sushi-Restaurant in der Innenstadt auszuprobieren? Oh, ich liebe Sushi. Zählen Sie mich dazu. Fantastisch. Treffen wir uns dort um 13 Uhr? Hört sich gut an. Wir sehen uns dort. Großartig. Freue mich schon drauf. Ich auch. Danke, dass du es vorgeschlagen hast. Kein Problem. Es war mir ein Vergnügen. Lektion 3: Geräte aufrüsten. Hallo Anna, ich denke, wir sollten unsere Geräte aufrüsten. Sie sind veraltet und langsam. Hallo John, ich stimme zu. Es ist Zeit für ein Upgrade. Was schlägst du vor? Ich habe gehört, dass das neue Smartphone-Modell schneller ist und eine bessere Kamera hat. Das klingt vielversprechend. Was ist mit Laptops? Die neuesten Laptops verfügen über mehr Speicher und eine verbesserte Rechenleistung. Gut zu wissen. Sollen wir dieses Wochenende den Elektronikladen besuchen? Ja, schauen wir uns die verfügbaren Optionen an. Großartig. Wir können Preise und Funktionen vergleichen. Exakt. Es ist wichtig, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Danke, dass du das angesprochen hast. Es ist in der Tat Zeit für ein Upgrade. Du bist willkommen. Bleiben wir mit unseren neuen Geräten immer einen Schritt voraus. Lektion 4: Reisehilfe. Hallo Anna, Entschuldigung, könntest du mir mit meinem Gepäck helfen? Hallo John, natürlich. Ich helfe dir gerne weiter. Ich danke dir vielmals. Es ist ziemlich schwer. Kein Problem. Wo gehst du hin? Ich mache eine Reise nach Paris. Ich kann es kaum erwarten. Oh, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Hab eine tolle Zeit. Danke. Hast du irgendwelche Reisetipps? Definitiv. Packen Sie leicht ein und bringen Sie eine gute Karte mit. Das ist ein hilfreicher Rat.
Das werde ich im Hinterkopf behalten. Probieren Sie auch lokale Küche, während Sie dort sind. Ich werde mich mit französischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Lektion 5: Unterwassererkundung. Hallo Anna, bist du schon einmal tauchen gegangen? Ich habe gehört, es wäre magisch, das lebendige Meeresleben zu sehen. Hallo John, ja, ich bin ein paar Mal getaucht. Es ist unglaublich. Das klingt unglaublich. Was für Meereslebewesen hast du gesehen? Ich sah farbenfrohe Korallenriffe, tropische Fische und sogar Meeresschildkröten. Wow, das muss ein atemberaubendes Erlebnis gewesen sein. Unbedingt. Es ist ein so vielfältiges und faszinierendes Ökosystem. Ist Tauchen schwer zu lernen? Es erfordert etwas Training, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin wirklich versucht, es jetzt auszuprobieren. Das solltest du. Das ist ein Abenteuer, das du nicht vergessen wirst. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Ich weiß das zu schätzen. Lektion 6: Kreative Täuschung. Hallo Anna, wie können wir Verdacht vermeiden? Wir können sie ablenken, indem wir eine falsche Veranstaltung planen. Hallo John, das ist eine interessante Idee. Was für eine Veranstaltung? Lass uns eine Überraschungsparty zum Geburtstag unseres Freundes organisieren. Das könnte klappen. Wie halten wir es geheim? Wir können Gerüchte über eine andere Party am selben Tag verbreiten. Clever. Das wird ihre Aufmerksamkeit ablenken. Was ist mit Dekorationen? Wir können einen anderen Ort dekorieren, um sie zu verwirren. Das ist hinterhältig, macht aber Spaß. Wir brauchen auch überzeugende Köder. Wir können einige Freunde bitten, so zu tun, als würden sie an der falschen Veranstaltung teilnehmen. Genial. Das wird die Überraschung noch überraschender machen. Wir müssen nur sicherstellen, dass unser Freund es nicht herausfindet. Einverstanden. Lassen Sie uns unsere Pläne bis zum großen Tag unter Verschluss halten. Danke für das Brainstorming mit mir. Du bist ein großartiger Mitarbeiter. Lektion 7: Rezepte teilen. Hallo Anna, ich habe gerade dieses tolle Nudelgericht gemacht. Willst du das Rezept? Hallo John, klar. Ich bin immer bereit, neue Rezepte auszuprobieren. Großartig. Es ist eine einfache Pasta mit Tomaten und Basilikum. So geht's. Danke. Ich bin bereit, mir Notizen zu machen. Kochen Sie die Nudeln zuerst, bis sie al dente sind. Ich hab's. Was kommt als nächstes? Während die Nudeln kochen, braten Sie etwas Knoblauch in Olivenöl an, bis sie goldbraun sind. Das riecht schon köstlich. Als nächstes fügen Sie gewürfelte Tomaten hinzu und lassen Sie sie einige Minuten köcheln. Klingt einfach genug. Was ist mit dem Basilikum? Hacken Sie frische Basilikumblätter und geben Sie sie kurz vor dem Servieren in die Sauce. Lecker.
Irgendein bestimmtes Gewürz? Ja, streuen Sie etwas Salz, Pfeffer und eine Prise rote Pfefferflocken darüber. Perfekt. Wie bringst du es zu Ende? Die Nudeln abgießen, mit der Sauce vermischen und mit geriebenem Parmesan garnieren. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Danke fürs Teilen. Es war mir ein Vergnügen. Genieß dein Essen. Lektion 8: Einkaufserlebnisse. Hallo Anna. Zusammen freue ich mich schon aufs Shoppen. Lass uns das Einkaufszentrum erkunden. Hallo John, absolut. Ich kann es kaum erwarten, tolle Angebote und stylische Klamotten zu finden. Das klingt fantastisch. Welche Geschäfte sollten wir zuerst besuchen? Fangen wir mit dem Kaufhaus an. Sie haben eine große Auswahl an Kleidung. Tolle Idee. Ich suche eine neue Jeans. Irgendwelche Empfehlungen? Klar, schauen wir uns die Denim-Sektion an. Sie haben verschiedene Stile und Größen. Perfekt. Und ich brauche auch ein neues Shirt. Irgendwelche Vorschläge dafür? Wie wäre es mit einem Button-Down-Shirt? Es ist vielseitig und kann schick oder lässig angezogen werden. Hört sich gut an. Ich werde nach denen Ausschau halten. Was ist mit Zubehör? Besuchen wir als nächstes den Zubehörladen. Sie haben trendige Artikel wie Gürtel und Hüte. Hervorragend. Ich könnte einen neuen Gürtel gebrauchen. Sollten wir sonst noch nach etwas suchen? Wenn Sie interessiert sind, können wir im Schuhgeschäft nach bequemen Schuhen suchen. Das klingt nach einem Plan. Danke, dass du mein Einkaufskumpel bist. Kein Problem. Es macht immer Spaß, zusammen einkaufen zu gehen. Lass uns unseren Tag genießen. Ich schätze deinen Enthusiasmus. Lassen Sie uns das Beste daraus machen und einige großartige Funde finden. Absolut. Viel Spaß beim Einkaufen und danke, dass du mich eingeladen hast. Es war mir ein Vergnügen. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Lass uns diesen Einkaufsbummel unvergesslich machen. Lektion 9: Pläne für das Wochenende. Hallo Anna, ich habe eine Idee. Wir sollten einen Wochenendausflug planen. Hallo John, das wäre wunderbar. Wann kann ich mich entscheiden? Sie können sich jederzeit vor dem nächsten Monat entscheiden. Großartig. Lass uns ein Ziel wählen. Strand oder Berge? Ich bin für beides offen. Was bevorzugst du? Ich liebe den Strand, also lass uns damit anfangen. Hört sich perfekt an. Wir werden Sonne und Sand genießen. Sollen wir ein Hotel buchen oder nach einer Ferienwohnung suchen? Lassen Sie uns nach einer gemütlichen Ferienwohnung am Strand suchen. Hervorragend. Ich fange an, online nach Optionen zu suchen. Sobald wir einen Ort gefunden haben, können wir unsere Aktivitäten planen. Wie wäre es mit Schnorcheln, Sonnenbaden und Beachvolleyball? Diese Aktivitäten klingen fantastisch. Zählen Sie mich dazu.
Danke, dass du das vorgeschlagen hast. Ich freue mich. Es war mir ein Vergnügen. Es wird eine unvergessliche Reise. Lektion 10. Aktualisierung der Reisepläne. Hallo Anna, ich wollte dich über meine Reisepläne auf dem Laufenden halten. Hallo John, klar. Wo willst du hingehen? Ich habe beschlossen, Japan für meinen Urlaub zu besuchen. Das ist aufregend. Wann hast du vor zu gehen? Ich habe vor, nächstes Jahr im Frühling zu gehen. Der Frühling ist eine wunderschöne Zeit, um Japan zu besuchen. Ja, ich freue mich auf Kirschblüten. Haben Sie schon konkrete Vorkehrungen getroffen? Noch nicht. Ich suche immer noch nach Flügen und Unterkünften. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Empfehlungen benötigen. Das werde ich tun. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Lektion 11. Die Situation einschätzen. Hallo Anna, sollen wir jetzt zurückgehen? Ich denke, es ist sicher weiterzumachen. Hallo John, lass uns zuerst die Situation bewerten. Was ist der Status? Der Sturm scheint vorüber zu sein und der Himmel klart auf. Das ist ein gutes Zeichen. Sind die Straßen frei und zugänglich? Ja, ich habe bei den Behörden nachgefragt. Die Straßen sind wieder geöffnet. Großartig. Wie wäre es mit möglichen Gefahren in der Gegend? Ich habe im Moment von keinen nennenswerten Risiken gehört. Es klingt, als wäre es sicher, unsere Reise dann fortzusetzen. Ich stimme zu. Lass uns packen und wieder auf die Straße gehen. Vielen Dank, dass Sie uns auf dem Laufenden gehalten haben. Sicherheit geht vor. Absolut. Gehen wir vorsichtig vor und genießen Sie die Reise. Ich schätze Ihre Wachsamkeit. Machen wir das Beste aus unserem Abenteuer. Ich danke dir. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lektion 12. In einem Restaurant bestellen. Hallo Anna. Ja, ich hätte gern Pommes frites, bitte. Vermerkt. Hi John, kann ich dir noch etwas besorgen? Wie wäre es mit einem Cheeseburger mit Salat und Tomaten? Klar, ein Cheeseburger mit Salat und Tomaten. Ich hab's. Kannst du der Bestellung auch eine Beilage Krautsalat hinzufügen? Natürlich eine Beilage Krautsalat. Etwas zu trinken? Ich nehme eine Cola, bitte. Und was hättest du gerne? Ich nehme eine Limonade, bitte. Danke. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe. Lektion 13. Ein Taxi für einen Flug buchen. Hallo Anna, es wird empfohlen, mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug ein Taxi zu buchen. Hallo John, das ist ein guter Rat. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ja, es berücksichtigt unerwartete Verzögerungen oder Verkehr. Sollte ich das Taxi online buchen oder einen lokalen Service anrufen? Ich schlage vor,
der Einfachheit halber einen lokalen Service anzurufen. Okay, ich werde dafür sorgen, dass ich das im Voraus mache. Stellen Sie sicher, dass Sie ihnen Ihre Flugdaten mitteilen. Richtig, Sie müssen die Uhrzeit und das Terminal kennen. Es ist besser, eine bestätigte Reservierung zu haben. Absolut, ich möchte nicht riskieren, meinen Flug zu verpassen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich weiß das zu schätzen. Lektion 14. Motiviert und konsequent bleiben. Hallo Anna, halte mich motiviert und hilf mir, konsequent zu bleiben. Hallo John, das ist ein guter Ansatz. Ich werde mein Bestes geben. Manchmal finde ich es schwierig, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es ist normal, Höhen und Tiefen zu haben. Sei nicht zu hart zu dir selbst. Ich schätze Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Eine Möglichkeit, konsistent zu bleiben, besteht darin, erreichbare Ziele zu setzen. Das macht Sinn. Ich werde versuchen, sie in kleinere Aufgaben aufzuteilen. Feiere deine Fortschritte auf dem Weg dorthin. Es hält dich motiviert. Das ist ein toller Tipp. Ich werde sicherstellen, dass meine Leistungen anerkannt werden. Eine andere Idee ist, einer unterstützenden Gemeinschaft oder Gruppe beizutreten. Mir gefällt die Idee. Mit Gleichgesinnten zusammen zu sein kann inspirierend sein. Sich mit Positivität zu umgeben, kann einen großen Unterschied machen. Ich danke dir. Ihr Rat bedeutet mir sehr viel. Lektion 15. Aufrechterhaltung der Arbeitsqualität. Hallo Anna, und was ist mit der Qualität unserer Arbeit? Da sollten wir keine Kompromisse eingehen. Hallo John, du hast absolut recht. Qualität sollte immer Priorität haben. Wir sollten bei allem, was wir tun, nach Exzellenz streben. Liebe zum Detail und Gründlichkeit sind Schlüsselfaktoren. Es ist wichtig, unser Bestes zu geben, um unseren Ruf zu wahren. Wir sollten uns niemals mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben oder Abkürzungen nehmen. Kontinuierliche Verbesserung sollte unsere Denkweise sein. Feedback einzuholen und aus Fehlern zu lernen, kann uns helfen, zu wachsen. Machen wir uns selbst für die Qualität unserer Arbeit verantwortlich. Auf jeden Fall sollten wir stolz auf das sein, was wir produzieren. Vielen Dank, dass Sie die Bedeutung von Qualität betont haben. Es ist entscheidend. Zusammen werden wir die Erwartungen übertreffen. Ich schätze Ihr Engagement. Lassen Sie uns die Messlatte höher legen. Lektion 16. Einen Urlaub planen. Hi Anna, das klingt toll. Ich könnte wirklich etwas Sonne und Entspannung gebrauchen. Wann bist du? Hallo John, ich habe vor, nächsten Monat zu gehen. Möchtest du mitmachen? Das klingt verlockend. Wo willst du hingehen? Ich erwäge ein Strandziel in der Karibik. Das klingt wie ein Paradies. Wie lange hast du vor zu bleiben? Ich denke an einen einwöchigen Urlaub für maximale Entspannung.
Das klingt perfekt. Zählen Sie mich dazu. Großartig! Wir können die lokalen Sehenswürdigkeiten erkunden und den Strand genießen. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne zu genießen und mich zu entspannen. Es wird eine wohlverdiente Pause für uns beide sein. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich weiß das zu schätzen. Kein Problem. Es wird eine unterhaltsame und unvergessliche Reise. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Machen wir das Beste daraus. Lektion 17: Gesundes Grünwellen. Hallo Anna, Grünzeug. Das ist eine gesunde Wahl. Hast du eine? Hallo John. Ja, ich habe ein grünes Lieblingsgemüse. Was ist es? Ich suche nach neuen Optionen. Ich liebe Spinat. Er steckt voller Nährstoffe und ist vielseitig. Spinat klingt gut. Wie bereitest du es normalerweise zu? Ich brate es oft mit Knoblauch und Olivenöl an oder füge es zu Salaten hinzu. Das klingt köstlich. Das probiere ich mal aus. Eine weitere gute Option ist Grünkohl. Es ist herzhaft und nahrhaft. Wie kann ich Grünkohl in meine Mahlzeiten integrieren? Sie können Grünkohlchips herstellen oder sie zu Smoothies und Suppen hinzufügen. Das sind kreative Ideen. Ich experimentiere auch mit Grünkohl. Vergiss Brokkoli nicht. Es ist ein weiteres nahrhaftes Grün. Brokkoli ist großartig. Irgendwelche Vorschläge zum Kochen? Das Dämpfen oder Rösten von Brokkoli bringt seine Aromen zur Geltung. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke für die Tipps. Du bist willkommen. Genieß dein gesundes Gemüse. Das werde ich. Auf eine nahrhafte Mahlzeit. Lektion 18: Die Gabe der Gartenarbeit. Hallo Anna, es ist erstaunlich, wie lohnend Gartenarbeit sein kann. Es ist wirklich. Hallo John, ich könnte nicht mehr zustimmen. Gärtnern ist ein Geschenk, das wir. Es ermöglicht uns, uns mit der Natur zu verbinden und ihre Wunder zu erleben. Absolut, Pflanzen wachsen und blühen zu sehen macht Freude. Ich denke darüber nach, meinen eigenen Garten anzulegen. Irgendwelche Tipps? Fangen Sie klein an mit einfach zu züchtenden Pflanzen wie Kräutern oder Tomaten. Das klingt überschaubar. Was brauche ich, um loszulegen? Sie benötigen gute Erde, Töpfe oder ein kleines Grundstück und Samen oder Setzlinge. Ich sammle die notwendigen Vorräte und fange an zu pflanzen. Denken Sie daran, Ihre Pflanzen regelmäßig zu gießen und zu pflegen. Ich werde dafür sorgen, dass sie die Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen. Gärtnern lehrt auch Geduld und Ausdauer. Ich freue mich darauf, die Früchte meiner Arbeit zu gegebener Zeit zu sehen. Es ist eine wunderbare Reise des Wachstums und Lernens. Danke, dass du mich dazu inspiriert hast, meinen eigenen Garten anzulegen. Lektion 19: Verfügbare Ressourcen finden.
Hallo Anna, du hilfst uns so gut, Informationen zu finden. Ja, natürlich, lassen Sie mich nach verfügbaren. Hallo John, ich freue mich, dass ich helfen kann. Wonach suchst du? Ich muss verfügbare Workshops zum Thema Fotografie finden. Das ist ein großes Interesse. Lass mich online nach dir suchen. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe. Ich habe nächste Woche einen Fotoworkshop gefunden. Möchtest du teilnehmen? Das klingt perfekt. Bitte melde mich dafür an. Klar, ich melde dich sofort für den Workshop an. Ich freue mich darauf, meine fotografischen Fähigkeiten zu lernen und zu verbessern. Es ist eine fantastische Gelegenheit, deine Leidenschaft zu entwickeln. Nochmals vielen Dank. Du kommst immer durch. Es ist mir ein Vergnügen. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Ich bin dankbar für Ihre Hilfe. Du bist unglaublich. Ich danke dir. Viel Spaß beim Workshop und viel Spaß. Das werde ich. Du bist der Beste. Lektion 20. Persönliche Gegenstände schützen. Hallo Anna, wie wichtig persönliche Gegenstände sind. Es ist einfach frustrierend, sie zu verlieren, während Hallo John, ich verstehe vollkommen. Was ist passiert? ich habe gestern meine Brieftasche verloren. Ich konnte es nirgends finden. Das ist stressig. Hast du deine Schritte zurückgenommen? Ja, ich habe alle Orte überprüft, die ich besucht habe, aber kein Glück. Hast du versucht, die Orte zu kontaktieren, an die du gegangen bist? Noch nicht. Ich sollte sie anrufen und mich nach meiner Brieftasche erkundigen. Das ist eine gute Idee. Das haben sie vielleicht gefunden. Das hoffe ich. Der Verlust wichtiger Karten und Ausweise ist ein Problem. Es ist immer besser, vorsichtig zu sein und ihre Sachen sicher aufzubewahren. Du hast recht. Ich werde in Zukunft achtsamer sein. Erwägen Sie außerdem, Sicherungskopien wichtiger Dokumente anzulegen. Das ist ein kluger Vorschlag. Ich mache auch digitale Kopien. Es ist eine zusätzliche Schutzschicht für Ihre Wertsachen. Danke für deinen Rat. Ich weiß das zu schätzen. Kein Problem. Ich hoffe, du findest dein Portemonnaie bald. Ich auch. Danke, dass du mich unterstützt hast. Lektion 21. Personalisieren Sie Ihre Unterkunft. Hallo Anna, natürlich. Was sind deine Vorlieben für deine Unterkunft? Hallo John, ich bevorzuge ein gemütliches Zimmer mit Tageslicht und einem bequemen Bett. Das klingt reizend. Wie wäre es mit der Lage? Ich möchte, dass es zentral liegt, in der Nähe von Annehmlichkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Gute Wahl. Haben Sie ein bestimmtes Budget im Sinn? Ich suche etwas Erschwingliches, aber sauberes und gepflegtes.
Verständlich. Gibt es irgendwelche Annehmlichkeiten, die Sie unbedingt haben müssen? Eine zuverlässige Wi-Fi-Verbindung und ein eigenes Badezimmer wären ideal. Vermerkt. Möchten Sie in einem Hotel übernachten oder andere Optionen in Betracht ziehen? Ich bin auch offen für Alternativen wie Gästehäuser oder Ferienwohnungen. Das erweitert die Möglichkeiten. Wie lange wirst du bleiben? Ungefähr eine Woche, also etwas mit einem bequemen Check-in-Prozess. Das werde ich bei der Suche nach einer Unterkunft berücksichtigen. Ich danke dir. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt. Kein Problem. Ich möchte sicherstellen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben. Du bist sehr nett. Ich bin glücklich, dich als Freund zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie Ihre Reise. Lektion 22. Mit Kopien vorbereitet sein. Hallo Anna, das ist wichtig im Voraus. Hast du Kopien von mitgebracht? Hallo John. Ja, ich habe Kopien aller notwendigen Dokumente mitgebracht. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist immer gut, Backups zu haben. Absolut, man weiß nie, wann man sie brauchen könnte. Haben Sie Kopien Ihres Reisepasses und Personalausweis gemacht? Ja, ich habe mehrere Exemplare in meiner Tasche und im Hotel. Tolles Denken. Es ist eine Sicherheitsvorkehrung, die jeder treffen sollte. Ich habe auch digitale Kopien auf meinem Telefon und meiner E-Mail gespeichert. Das ist sogar noch besser. Es ist praktisch und zugänglich. Ich habe aus früheren Erfahrungen gelernt und bin jetzt besser vorbereitet. Es ist immer besser, proaktiv zu sein und Probleme zu vermeiden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es bringt Seelenfrieden. Danke, dass du deine Tipps geteilt hast. Sie sind wertvoll. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ihre Liebe zum Detail ist lobenswert. Ich weiß das zu schätzen. Ich danke dir. Es ist wichtig, aufeinander aufzupassen. Du hast recht. Wir sind ein großartiges Team. Nochmals vielen Dank. Lektion 23. Den richtigen Gürtel wählen. Hallo Anna, ich denke, ein schwarzer Gürtel mit mittlerer Breite wäre perfekt. Hallo John, ich stimme zu. Es ist eine vielseitige Wahl, die gut zu vielen Outfits passt. Absolut. Es ist ein klassisches und zeitloses Accessoire. Welches Material bevorzugst du für den Gürtel? Ich mag Ledergürtel wegen ihrer Haltbarkeit und ihres Stils. Ledergürtel sind eine beliebte Wahl. Sie verleihen einen Hauch von Eleganz. Das ist wahr. Außerdem halten sie in der Regel länger. Haben Sie einen bestimmten Schnallenstil im Sinn? Ich bevorzuge ein schlichtes und schlankes Schnallendesign. Ich denke, das würde toll aussehen. Es sieht sauber und modern aus. Danke für deinen Beitrag. Ich schätze deinen Sinn für Mode.
Kein Problem. Ich diskutiere gerne über Stilentscheidungen. Es ist immer hilfreich, eine zweite Meinung einzuholen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. In der Mode dreht sich alles um den persönlichen Ausdruck. Du hast recht. Und dein Rat ist wertvoll. Nochmals vielen Dank. Lektion 24: Kochgenuss, Spaghetti Carbonara. Hallo Anna, was ist dein Lieblingsgericht zum Zubereiten? Hallo John, ich mache gerne Spaghetti Carbonara. Es ist Köstlich. Kannst du das Rezept mit mir teilen? sicher. Es ist ein einfaches, aber schmackhaftes Nudelgericht. Was sind die wichtigsten Inhaltsstoffe von Carbonara? Sie benötigen Spaghetti, Eier, Pancetta oder Speck, Parmesankäse und schwarzen Pfeffer. Das klingt einfach genug. Wie kochst du es? Kochen Sie die Nudeln zuerst, bis sie al dente sind. Dann braten Sie die Pancetta, bis sie knusprig ist. Und die Sauce? Eier, Käse und Pfeffer in einer separaten Schüssel verquirlen. Dann kombiniere alles. Irgendwelche Tipps, um es besonders lecker zu machen? Achte darauf, die heißen Nudeln schnell mit der Eiermischung zu vermischen, bis eine cremige Sauce entsteht. Ich kann es kaum erwarten, es zu versuchen. Danke fürs Teilen. Lektion 25: Umweltbewusste Verbraucher. Hallo Anna, ja, die Verbraucher werden sich ihrer Umweltauswirkungen immer bewusster. Hallo John, das stimmt. Die Menschen sind sich der Nachhaltigkeit jetzt bewusster. Es ist großartig, diese positive Veränderung im Verbraucherverhalten zu sehen. Absolut. Die Menschen treffen in ihrem täglichen Leben umweltfreundlichere Entscheidungen. Haben Sie bestimmte Trends bei umweltfreundlichen Produkten bemerkt? Ja, die Nachfrage nach wiederverwendbaren Artikeln wie Wasserflaschen und Einkaufstaschen wächst. Das ist fantastisch. Es hilft, Abfall- und Plastikverbrauch zu reduzieren. Viele Unternehmen bieten jetzt auch umweltfreundliche Alternativen an. Das ist ermutigend. Es ist wichtig, dass Unternehmen der Nachhaltigkeit Priorität einräumen. Definitiv. Kunden schätzen und unterstützen umweltbewusste Marken. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Verbraucher einen Unterschied machen? Ja, einige entscheiden sich für Elektrofahrzeuge, um die Emissionen zu reduzieren. Das ist eine kluge Wahl. Das hilft bei der Bekämpfung der Luftverschmutzung. Recycling und Kompostierung sind ebenfalls beliebte Praktiken. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Absolut. Jede kleine Aktion trägt zu einer grüneren Zukunft bei. Vielen Dank, dass Sie dieses Thema besprochen haben. Es ist wichtig, das Bewusstsein zu verbreiten. Lektion 26: Glückseligkeit am Strand. Hallo Anna, irgendwelche Empfehlungen für einen herrlichen Strandurlaub? Hallo John, ich schlage vor, die Malediven zu besuchen.
Es ist ein tropisches Paradies. Das klingt unglaublich. Was macht es besonders? Die Malediven bieten unberührte weiße Sandstrände und kristallklares türkisfarbenes Wasser. Beeindruckend. Gibt es bestimmte Inseln, die du empfiehlst? Ich würde vorschlagen, Mafushi oder Bora Bora wegen ihrer atemberaubenden Schönheit zu erkunden. Gibt es dort Wasseraktivitäten zum Ausprobieren? Definitiv. Sie können Schnorcheln, Tauchen oder Paddeln ausprobieren. Klingt nach einer Menge Spaß. Gibt es lokale Gerichte zum Probieren? Die maledivische Küche bietet köstliche Fischgerichte wie Thunfischcurry und Garutia. Ich werde schon hungrig. Wie wäre es mit Unterkünften? Es stehen Luxusresorts und gemütliche Bungalows am Strand zur Auswahl. Das klingt perfekt für einen erholsamen Kurzurlaub. Danke für den Vorschlag. Lektion 27: Effektive Kommunikation. Hallo Anna, hast du irgendwelche Tipps, wie ich meine Antworten strukturieren und konkrete Beispiele nennen kann? Hallo John, auf jeden Fall. Beginnen Sie mit einer Einführung und untermauern Sie Ihre Argumente dann mit klaren Beispielen. Das macht Sinn. Wie kann ich bei Gesprächen für guten Augenkontakt sorgen? Halten Sie Augenkontakt mit der Person, mit der Sie sprechen, und vermeiden Sie es, zu oft wegzuschauen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Was ist, wenn ich nachdenken muss, bevor ich antworte? Es ist in Ordnung, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um Ihre Gedanken zu sammeln. Vermeiden Sie einfach lange Pausen. Ich verstehe. Wie kann ich meine Beispiele konkreter machen? Verwenden Sie spezifische Details und reale Situationen, um Ihre Argumente zu veranschaulichen. Also, anstatt zu sagen, ich mag Tiere, kann ich sagen, ich habe einen Hund namens Max? Genau. Persönliche Beispiele machen Ihre Aussagen anschaulicher und nachvollziehbarer. Ich halte es für wichtig, jetzt konkrete Beispiele zu nennen. Ich danke dir. Lektion 28: Gemeinsam Probleme lösen. Hallo Anna, ich bin mir nicht sicher, wie ich ein positives Ergebnis erzielen kann. Irgendwelche Ideen? Hallo John, ich verstehe. Lassen Sie uns das Personal am Informationsschalter um Hilfe bitten. Gute Idee. Sie sollten uns helfen können. Was ist, wenn Sie die Antwort nicht wissen? Wenn Sie es nicht wissen, leiten Sie uns möglicherweise an jemanden weiter, der dies tut, oder bieten alternative Lösungen an. Das ist beruhigend. Wie können wir höflich auf das Personal zugehen? Beginne damit, Sie zu begrüßen und die Situation ruhig und respektvoll zu erklären. Und wenn wir weitere Klarstellungen oder Unterstützung benötigen? Stellen Sie höflich weitere Fragen, um sicherzustellen, dass wir Ihre Anweisungen vollständig verstehen. Ich verstehe. Es ist wichtig, eine positive und geduldige Einstellung beizubehalten, oder? Absolut. Höflichkeit und Geduld können zu besseren Ergebnissen führen. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster.
Lektion 29, Strandmode-Vibes. Hallo Anna, hast du bestimmte Styles für Beachwear gesehen? Hallo John, auf jeden Fall. Wie wäre es mit einem Bikini mit hoher Taille? Es ist trendig und schmeichelhaft. Das klingt interessant. Gibt es andere beliebte Optionen? Einteilige Badeanzüge mit Ausschnitten und lebendigen Mustern sind ebenfalls in Mode. Was ist mit Zubehör? Irgendwelche Empfehlungen? Ein Hut mit breiter Krempe, eine übergroße Sonnenbrille und eine Strandtasche runden den Look ab. Ich verstehe. Welche Farben sind in dieser Saison beliebt? Helle und kräftige Farben wie Korallen, Türkis und Neonfarben liegen im Trend. Das ist toll zu wissen. Wie wäre es mit Schuhen für den Strand? Flipflops, Sandalen oder sogar Wasserschuhe sind bequeme Optionen für den Sand. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke für die Modetipps. Lektion 30, reibungsloser Checkout-Prozess. Hallo Anna, weißt du, ob für den späten Checkout zusätzliche Gebühren anfallen? Hallo John, ich kann das für dich erfragen. Lassen Sie mich mit der Rezeption sprechen. Das wäre toll. Bitte erkundigen Sie sich, ob eine Gebühr anfällt und wie hoch die Höhe ist. Klar, ich besorge die Informationen für dich. Es ist wichtig, das vorher zu klären. Ich danke dir. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Lösung dieses Problems. Kein Problem. Es ist immer gut, mögliche Gebühren im Voraus zu besprechen. Absolut. Ich möchte Überraschungen beim Auschecken vermeiden. Ich verstehe. Lassen Sie mich die Details mit dem Personal bestätigen. Sie werden für Klarheit sorgen. Ich warte auf deine Antwort. Nochmals vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Lektion 31. Gehst du auf eine Reise? Hallo Anna, bleib guten Morgen. Gehst du auf eine Reise? Hallo John, ja, ich plane einen Urlaub. Ich brauche eine Pause von der Arbeit. Das klingt aufregend. Wo willst du hingehen? Ich erwäge ein Strandziel. Irgendwo mit Sonne, Sand und Entspannung. Das klingt wunderbar. Hast du dich für einen bestimmten Ort entschieden? Ich denke darüber nach, eine tropische Insel zu besuchen. Es ist ein Traumziel für mich. Das ist fantastisch. Wie lange hast du vor, dort zu bleiben? Ich plane, ungefähr eine Woche zu bleiben. Es wird ein netter Kurzurlaub. Reisen Sie alleine oder mit jemandem? Ich gehe mit einer Gruppe von Freunden. Es wird eine unterhaltsame und unvergessliche Reise. Das klingt nach einer großartigen Idee. Hast du deine Unterkunft schon gebucht? Ja, wir haben eine Strandvilla gebucht. Es wird fantastisch werden. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Haben Sie irgendwelche Aktivitäten geplant? Wir planen, am Strand zu entspannen,
Wassersport auszuprobieren und die lokale Kultur zu erkunden. Das klingt nach einem perfekten Urlaub. Ich hoffe, du hast eine fantastische Zeit. Ich danke dir. Ich werde das Beste daraus machen und schöne Erinnerungen schaffen. Ich freue mich, das zu hören. Genieß deine Reise und mach viele Fotos. Das werde ich. Danke für deine guten Wünsche. Ich werde die Highlights mit Ihnen teilen. Ich freue mich darauf, alles darüber zu erfahren. Sicher reisen. Lektion 32: Kunstverständnis. Hallo Anna, hast du schon einmal verschiedene Kunstformen erforscht? Hallo John. Ja, ich finde Kunst faszinierend. Es ist eine wunderschöne Art, Kreativität auszudrücken. Das ist toll zu hören. Welche Kunstformen gefallen dir am meisten? Ich schätze verschiedene Formen, aber besonders gerne male und fotografiere ich. Das sind wunderbare Entscheidungen. Was magst du am Malen? Ich liebe es, wie Bilder durch Farben und Pinselstriche Emotionen hervorrufen und Geschichten erzählen können. Das ist wahr. Und was reizt dich zur Fotografie? Die Fotografie fängt Momente in der Zeit ein und kann starke Botschaften visuell vermitteln. Ich stimme zu. Eine andere Kunstform, die ich mag, ist die Bildhauerei, besonders wenn sie im öffentlichen Raum stattfindet. Skulpturen können der Umgebung eine einzigartige Note verleihen und sie interessanter machen. Absolut. Jede Kunstform hat ihren eigenen Reiz und ihre eigene Bedeutung. Das ist so wahr. Es ist erstaunlich, wie Kunst von jedem Menschen unterschiedlich interpretiert werden kann. Kunst hat wirklich die Kraft, zum Nachdenken anzuregen und anzuregen. Das tut es in der Tat. Ich glaube, in der Welt der Kunst kann jeder etwas finden, das ihm gefällt. Kunst eröffnet neue Perspektiven und ermöglicht es uns, Schönheit auf unterschiedliche Weise zu schätzen. Gut gesagt. Lasst uns weiterhin Kunst in all ihren Formen erforschen und schätzen. Absolut. Es geht darum, die Kreativität, die uns umgibt, zu nutzen. Lektion 33: Aktives Zuhören. Hallo Anna, aktives Zuhören ist wichtig. Lassen Sie uns diese Strategie in unserem bevorstehenden Gespräch anwenden. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Aktives Zuhören hilft uns, besser zu verstehen und uns besser zu verbinden. Absolut. Es geht darum, sich voll und ganz auf den Sprecher zu konzentrieren und unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist richtig. Es ist wichtig, Ablenkungen zu vermeiden und sich wirklich auf das Gespräch einzulassen. Aktives Zuhören beinhaltet auch, die Worte des Sprechers anzuerkennen und darauf zu reagieren. Ja, es zeigt Respekt und fördert einen sinnvollen Gedankenaustausch. Exakt. Wir können Techniken wie Nicken, Augenkontakt halten und klärende Fragen stellen. Diese Techniken zeigen, dass wir wirklich daran interessiert sind, was der Sprecher zu sagen hat. Aktives Zuhören bedeutet auch, Unterbrechungen zu vermeiden und dem Sprecher zu erlauben, seine Gedanken zu Ende zu bringen.
Ja, es ist wichtig, geduldig zu sein und anderen den Raum zu geben, sich voll und ganz auszudrücken. Durch aktives Zuhören können wir verschiedene Perspektiven verstehen und stärkere Beziehungen aufbauen. Das ist so wahr. Es fördert Empathie und schafft ein positives Kommunikationsumfeld. Lassen Sie uns in unserem bevorstehenden Gespräch das aktive Zuhören üben und uns gegenseitig in Ihren Ideen unterstützen. Ich bin voll und ganz dafür. Aktives Zuhören verbessert unser Verständnis und macht unser Gespräch fruchtbarer. Ich danke dir. Ich schätze Ihr Engagement für aktives Zuhören. Geben wir unser Bestes. Lektion 34: Ansprechende Inhalte erstellen. Hallo Anna, auf jeden Fall können wir ansprechende Inhalte für Plattformen erstellen. Hallo John, ich stimme zu. Ansprechender Inhalt erregt die Aufmerksamkeit des Publikums und hält es interessiert. Exakt. Wir sollten uns darauf konzentrieren, Inhalte zu produzieren, die informativ und unterhaltsam sind. Das ist der Schlüssel. Es ist wichtig, einen Mehrwert zu bieten und dafür zu sorgen, dass unsere Inhalte angenehm konsumiert werden können. Wir können Storytelling-Techniken verwenden, um unsere Inhalte verständlicher und ansprechender zu gestalten. Storytelling ist ein mächtiges Werkzeug. Es hilft, eine Verbindung zum Publikum herzustellen. Wir sollten auch erwägen, visuelle und interaktive Elemente in unsere Inhalte aufzunehmen. Grafik und Interaktivität machen den Inhalt dynamischer und immersiver. Es ist wichtig, unsere Zielgruppe zu verstehen und den Inhalt auf ihre Interessen zuzuschneiden. Wenn wir unser Publikum kennen, können wir Inhalte erstellen, die bei ihnen Anklang finden. Wir sollten die Teilnahme der Zuschauer fördern und auf ihre Kommentare und Rückmeldungen reagieren. Die Interaktion mit unserem Publikum schafft ein Gemeinschaftsgefühl und stärkt unsere Beziehung zu ihnen. Lassen Sie uns Ideen sammeln und zusammenarbeiten, um gemeinsam überzeugende Inhalte zu erstellen. Darüber freue ich mich. Unsere Zusammenarbeit wird neue Perspektiven und Kreativität mit sich bringen. Ich danke dir. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Lass uns etwas Unglaubliches schaffen.